zu Gast im Podcast Harald und Bettina Betz. Und ihr habt ja zusammen das Buch Mieses Geld, das perfide Spiel mit dem digitalen Euro geschrieben. Wir haben natürlich die böseste Form gewählt, programmierbarer Euro. Das heißt, die Regierung kann Sachen mit einprogrammieren. Viele finden es ja sehr faszinierend, so diese Idee, dass hier ein Ehepartner gemeinsam so ein Buch geschaffen hat. Da fragen sich viele, könnte ich das auch mit meinem Ehepartner schaffen, so ein Projekt anzugehen? Wo ich dann nochmal so ganz andere Seiten von dir kennengelernt hatte. Ja, weil du hattest auch sehr viele, also ich habe damals gemerkt, die Katharina ist so dein Ding, wo du sehr, sehr viele Ideen hattest, wo ich gar nie so bösartig, glaube ich, gewesen wäre oder so. Und das hat irgendwie auch so ein bisschen die Beziehung bereichert. Was für mich interessant war auch in der Story, wie du sie da gezeichnet hast, ist, der Prozess verselbstständigt sich am Ende, ja. Also ich musste wirklich bei den Basics anfangen, habe mir das dann so selber irgendwie im Internet angelesen und wenn ich Fragen hatte, bin ich zum Harald gegangen. Also wie du schon gesagt hast, ich glaube, würde dort die EU besser kommunizieren, wäre im Grunde genommen transparenter, ja. Würde das allen helfen und es würde viele Dinge von vornherein hier klarer machen für alle. Bedingte Zahlung, wie es jetzt auch beim elektronischen Euro ist, gibt's schon, aber mit dem Unterschied, wenn ich dann meinem Kunden gesagt habe, hast du noch ein Konto bei einer deutschen Bank, konnte er mir von dort, weil die das aus irgendeinem Grund nicht gefleckt hätten, konnten die mir Geld überweisen. So. Und das wird eben jetzt mit dem Zentralbankgeld anders. Ne? Ich habe ja die Hoffnung, dass der Bogen irgendwann so überspannt wird, dass die Leute einfach nicht mehr mitmachen. Das hat schon bei vielen Leuten in gewisser Weise auch Skepsis ausgelöst, wie das Ganze so weitergeht. Und gerade jetzt bei solchen Maßnahmen wie digitaler Euro. Und das ist ja lustig, beim Thema Geld handeln ja auch die wenigsten irgendwie so richtig rational, was Sinn machen würde. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir haben also heute bei uns zu Gast im Podcast Harald und Bettina Betz. Und ihr habt ja zusammen das Buch Mieses Geld, das perfide Spiel mit dem digitalen Euro geschrieben, das sich ja mit der Einführung des digitalen Zentralbankgelds beschäftigt, auch wenn es im Buch E-Euro heißt und nicht digitales Zentralbankgeld. Und naja, das ist ein Thema, das dann doch immer mehr beschäftigt, wobei man ja manchmal erstaunt ist, wie wenig in Wirklichkeit, wenn man sie auf der Straße befragen würde, mit dem Thema schon beschäftigt haben, aber zunehmend mehr, besonders eben freiheitsliebende Menschen, auch in unserem Mandantenkreis ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir hatten jetzt erst in Zürich wieder ein Event, also ein Seminar, und das war ein ganz, ganz großes Thema für viele Leute. Es ist ein Buch, wenn man so sagen will, mitunter passiert irgendwas auf der Welt und man fragt sich nachher, wie konnte es denn dazu kommen, oder? Und in eurem Buch, da geht es mehr eigentlich darum, wie könnte es denn dazu kommen, ne, wenn man das so sagt. Ja. Also sehr, sehr schön, dass ihr heute bei uns seid und wir wollen halt über das Buch sprechen, aber eben vor allem um das Thema digitales Zentralbankgeld, was ja sich eigentlich wie so ein roter Faden durch das ganze Buch zieht. Und ja, vielleicht mal eine Frage ganz einfach an die Bettina. Ladies first sozusagen. Ihr habt das Buch ja zusammengeschrieben. Mal ganz kurz, wie würdest du denn das Buchprojekt so zusammenfassen? Worum geht's für diejenigen, die jetzt das erste Mal vom Buch Mieses Geld hören? Also so der Kerngedanke ist, du hast es schon eigentlich kurz und knackig vorhin gesagt, es wird eine CBDC, also eine Zentralbankwährung eingeführt, und zwar in Form eines digitalen Euros. Und die Regierung, also wir haben natürlich die böseste Form gewählt, programmierbarer Euro. Das heißt, die Regierung kann Sachen mit einprogrammieren. Ich kann zum Beispiel keinen Wein mehr kaufen, wenn mein Konto nicht stimmt oder wenn ich irgendwas verbrochen habe und kein braver Bürger bin. Und das ist so der Kerngedanke. Und das finden jetzt natürlich nicht alle Leute toll. Unter anderem eine Gruppe Bitcoiner stellt sich von Anfang an so dagegen, weil die natürlich die Risiken des Projekts von Anfang an sieht.
Und als dann so beide Parteien aufeinandertreffen, sage ich jetzt mal so, die Partei E-Euro beziehungsweise dann die Bitcoiner, dann kommt die Geschichte so in Fahrt. Haben unseren digitalen Euro ja E-Euro getauft, weil das ja das ursprüngliche Wording der EZB war. Ich habe mich ja schon seit 2018 mit dem ganzen Thema digitaler Euro auseinandergesetzt, eben auch bei der EZB. Und bis vor ein paar Jahren sprachen die immer von E-Euro und irgendwann hat wohl die Marketingabteilung bei denen gesagt, wir brauchen einen griffigen Begriff und digital klingt modern, klingt toll und seitdem nennen die den digitaler Euro, obwohl es ja eigentlich Quatsch ist, weil wir haben ja alle digitale Euros, wenn ich irgendwo bezahle, aber offensichtlich gefiel der EZB der Begriff so gut. Wir hatten noch überlegt, ob wir es abändern sollen, aber wir haben es dann tatsächlich so gelassen. Ja. Sebastian, meine Frage an dich, du sprichst ja auch jeden Tag mit Mandanten und unsere Mandanten sind ja eigentlich alle freiheitsliebend und wenn man so will. Das Thema digitale Zentralbankwährung, welche Rolle spielt es in deinen Mandantengesprächen, in deinen Beratungsgesprächen? Also ich denke so diese ganze, sag ich mal, Drohkulisse, die da seitens der Europäischen Union aufgebaut wird, wozu sicherlich auch der digitale Euro zählt, aber eben auch so andere Sachen wie zum Beispiel das Digital Wallet, also der digitale Personalausweis, dann hier das Bankenregister und all die anderen digitalen Maßnahmen, die so die EU im Hintergrund so vorbereitet, empfinden sicherlich viele unserer Mandanten absolut als sehr bedrohend. Natürlich auch einen wichtigen Grund, hier Maßnahmen zu ergreifen, mit denen man sich dagegen schützen kann oder zumindest versuchen kann, dagegen zu schützen, denn kein Mensch weiß ja wirklich, wie das Ganze aussehen wird, wann es implementiert werden wird und was dann die genauen Konsequenzen sind. Aber im Grunde genommen, was eben jeder so vor sich hat, sind natürlich die Dinge, die dann in China momentan passieren, wo dann am Ende eben im Grunde ein System hat, ein komplettes Überwachungssystem, wo es dann auch eben um so ein soziales Credit-System geht. Also im Grunde dieses Dreierpaket Social Credit, dann digitaler Euro, digitale ID, das sind so die Dinge, die für viele dann den Überwachungsstaat schlechthin natürlich dann hier verkörpern. Absolut, ja. Und interessant, weil du gerade erwähnt hast, da mit der digitalen ID. Ich wohne ja in einem anderen europäischen Land zurzeit, also nicht Deutschland. Und da gibt's das schon, die digitale ID. Das heißt, da hat man diese Wallet von der Regierung drauf. Und es ist interessant, wie man die Menschen so ködert, sich freiwillig zu digitalisieren. Ich habe es jetzt gerade beim Fliegen wieder erlebt. Das heißt, es ist ja so lästig, wie oft man da am Flughafen immer sein Passport nochmal zeigen muss oder sein Personalausweis. Also man hat den Eindruck, das ist so in den letzten Jahren noch häufiger geworden. Also nochmal und beim Einsteigen nochmal hast du aber jetzt hier die digitale Wallet schon auf deinem Handy und buchst ein Ticket. Dann ist dein Foto und deine Personal-ID wird automatisch, wie auch immer, auf das Flugticket gedruckt und du musst nirgends mehr dein Passport zeigen. So, da bist du völlig bequem, ne? Also du kommst da richtig schön überall durch und ähnlich ist es ja an dem Buch. Ich habe es ja geschafft, es fertig zu lesen und ist auch bei der Laura ganz am Ende, ne? Dass die irgendwann mal aus Bequemlichkeiten da mal so eine App installiert hat, ihre Steuernummer eingetragen hat, aber dann ganz am Ende halt mit den bitteren Konsequenzen leben muss. Ne? Das ist eben heute auch vielfach so eine, Sebastian sagte, Drohkulisse oder halt so eine Befürchtung, ne, die da bei vielen auftaucht. Aber kommen wir mal zurück zum Buch, weil darüber wollen wir heute noch viel mehr sprechen. Jetzt interessiert mich ja die Frage, Harald, also du hast dich damit beschäftigt, hast du erzählt, aber warum jetzt ein Buch? Also wie kam es jetzt dazu zu sagen, also über dieses Thema müssen wir jetzt mal ein Buch schreiben? Ja, das war ganz interessant. Eigentlich ist ja Bettina diejenige, die ein Buch schreiben wollte. Und ich habe mich aber eben mit Bitcoin als zensurresistentes Geld und eben mit CBDCs so beschäftigt. Und irgendwann kam mir dann so die Idee, das wäre eigentlich eine coole Geschichte. Dann erzähle ich das Bettina und sage, du Mensch, du suchst doch immer nach einer spannenden Story. Das wäre mal was. Du hast so diese böse Gruppe derjenigen, die eben die Menschen kontrollieren und steuern wollen. Und du hast eine Gruppe Freiheitsliebende. Das ist doch eine super Sache. Wir haben eigentlich gar nicht gedacht, dass Bettina daran Interesse hat, weil eigentlich so dieses ganze Finanzthema ja eher so immer mein
dein Ding war und du warst da eigentlich nie so begeistert. Ja, und dann war ich total überrascht, als du dann völlig begeistert warst und gesagt hast, das ist toll, das machen wir. Also eigentlich sollte das Buch ein Buch über Nachhaltigkeit werden. Ich hatte bisher immer nur Kurzgeschichten geschrieben. Und dann sagt eben der Harald eines Tages so, ja, Bitcoin könnte die Rettung auf so ein totalitäres System sein. Und ich so, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Und so mit dieser Geschichte hat er mich dann gecatcht und es war klar, okay, das ist das Thema des Romans dann. Dann kam eben wirklich eins zum anderen. Also du hast mich dann immer weiter gefragt, so ja, wie funktioniert das? Ja, ich verstehe das gar nicht. Und so im Dialog entstand dann auch schon so der erste Entwurf, in welche Richtung denn sich die Handlung dann auch bewegen kann. Also ich stelle mir das jetzt gar nicht so einfach vor, Bettina. Du kriegst also jetzt vom Harald, sagen wir mal, die ganzen Fachinformationen über Bitcoin, über digitale Zentralbankwährung. Und jetzt daraus eine Geschichte zu weben, ne, wenn man so will, ne? Also im Prinzip so wie ein Muster entstehen zu lassen, das stelle ich mir unwahrscheinlich schwierig vor, wo dann das ganze Fachwissen vom Harald sozusagen irgendwo mit an bestimmten Stellen einbauen kannst. Also ich habe es ja gelesen, es ist wirklich blendend gelungen, aber wie hast du das hinbekommen? Also wie hast du sozusagen die Geschichte passend gemacht zum Fachinhalt? Also es ist ja spannend, auch mal für die anderen Zuschauer, ne? Also im Prinzip der Roman kleidet manchmal so einen kleinen Fachbuchabschnitt, ne? Wo man im Prinzip da in einer Vorlesung, da an der Uni oder wie auch immer, da sitzt man eigentlich da und lernt, ne? Ich habe zum Beispiel auch das Thema mit dem Chicago-Plan, obwohl ich viel recherchiert habe und ja auch einige Videos schon zum Thema gemacht habe. Aber ich habe also immer wieder auch Dinge neu dazugelernt in eurem Buch. Also muss man sagen, Kompliment, Harald, ans Recherchieren. Aber Kompliment, Bettina, wie du das in die Geschichte eingewoben hast. Aber wie ist dir das gelungen? Wie kann man sich den Prozess vorstellen? Also es ist ja so, dass Harald durch sein Fachwissen und seinen Bankhintergrund schon sehr, sehr früh versucht hat, also eigentlich so ein Jahr, nachdem wir uns kennengelernt hatten, was jetzt doch schon sehr lange her ist, dieses Fachwissen auf mich zu übertragen. Aber ich war völlig resistent. Also ich konnte es nicht akzeptieren. Erstens mal, dass es mir mein Mann erklären wollte. Und dass ich überhaupt kein Interesse dran hatte, das irgendwie aufzunehmen. Also ich habe keinen Sinn drin gesehen. Und irgendwie so mit dieser Geschichte Bitcoin, wie funktioniert denn das, war mir klar, okay, es reicht nicht nur, wenn ich mich über Bitcoin informiere, sondern ich muss auch dieses Grundwissen so zu Finanzen, Ökonomie und so bekommen. Und dann war die Zeit so gekommen, als wir dann so beschlossen hatten, das Buch miteinander zu schreiben, war so, dass Unmengen an Literatur auf meinem Schreibtisch gelegen ist. Ich konnte nicht mal mehr zu meinem Arbeitsplatz, weil der Harald dann das so ein bisschen gut gemeint hat und mir die ganze Fachliteratur hingelegt hat. Ich habe dann mal angefangen, so gefälligkeitshalber ein bisschen durchzublättern und habe mir gedacht, nee, so kriege ich das nie hin. Und dann habe ich eben so Schritt für Schritt angefangen. Also ich glaube, da war so das Level einfach zu unterschiedlich. Also ich musste wirklich bei den Basics anfangen, habe mir das dann so selber irgendwie im Internet angelesen und wenn ich Fragen hatte, bin ich zum Harald gegangen. Das war dann zu manchen Zeiten sehr, sehr oft. Wir haben die Arbeitszimmer nebeneinander und so kam es, dass ich mir so dieses Fachwissen angeeignet habe. Und ich habe dann angefangen zu schreiben und versucht, dieses Fachwissen mit reinzupacken, wobei ganz oft klar war dann, okay, jetzt muss ich wieder zum Harald rüber, ich krieg das so, wie war das nochmal genau? Und das war dann ja auch so das, wo ich mir sehr viel nochmal selber angelesen habe, aber dann auch mit dem Harald so in den Dialog gehen konnte und die Erklärungen von ihm annehmen konnte. Und ich glaube, dass aber genau der Prozess auch dazu geführt hat, quasi das Fachwissen in die Geschichte einzuweben, weil einfach klar war, wenn du es nicht richtig verstanden hast und nochmal nachfragen musst, dann ist das auch etwas, was beim Leser dann eventuell unklar ist. Und so hat sich das eigentlich dann automatisch ergeben, dadurch, dass du dann plötzlich gesagt hast, ach, so ist das ja, jetzt verstehe ich das. Dann war auch klar, ja okay, wir müssen den Teil, der muss irgendwo mit in die Story mit eingebaut werden. Ich denke, das war so der Lernprozess bei dir, der dann quasi beim Schreiben dann dazu geführt hat, dass dann die Geschichte stimmig wurde. Und das war auch ganz lustig. Also teilweise war es dann so zum Beispiel in der EZB, dieses Kapitel habe ich gesagt, ich kann es nicht schreiben, ich habe keinen Dunst, wie das da läuft. Bitte schreib mir doch mal so ansatzweise nur mal runter, was da drin vorkommen sollte.
Und das war total lustig, weil du hast immer so versucht, die ganzen Informationen dann in ein Kapitel und in einen Absatz reinzupacken und das muss noch rein. Und ich war dann quasi so die Instanz, wo ich gesagt habe, jetzt Moment, nee, also das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Erklär's mir mal nochmal. Und ich glaube, dadurch ist es dann in die Geschichte auch so reingekommen, dass es quasi so en passant mehr ist und nicht so dieser Infodump, den der Harald immer gerne drin gehabt hätte, so am Anfang, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin halt mehr Finanzer als Autor. Viele finden es ja sehr faszinierend, so diese Idee, dass hier ein Ehepartner gemeinsam so ein Buch geschaffen hat. Da fragen sich viele, könnte ich das auch mit meinem Ehepartner schaffen, so ein Projekt anzugehen? Wie war so die Zusammenarbeit zwischen euch? Also wie war das? War das stressvoll war das stressreich? Das rede ich schon Englisch für die Beziehung. Oder war das locker? Wie hat sich das so ergeben? Es gab unterschiedliche Phasen. Also, am Anfang hat es so ganz locker gestartet, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt den Plot, was passiert denn in den einzelnen Szenen, den legen wir jetzt einfach mal so fest und schauen mal, was da passiert. Das haben wir dann tatsächlich schon gemeinsam gemacht. Und das war immer sehr, sehr angenehm, weil wir uns dann so rausgesetzt haben mit einem Kaffee. Das war praktisch so zweites Frühstück nochmal. Und das war sehr entspannt. Aber es gab dann natürlich später im Schreibprozess auch Phasen, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir es nochmal überarbeiten. Wir haben die Termine drin. Das war dann wirklich stressig, wo man dann teilweise wirklich auch bis nachts um, keine Ahnung, 2 Uhr noch beide drüber gesessen sind. Der eine hat Korrektur gelesen, der andere hat dann schon das nächste Kapitel weitergemacht. Also so die Korrektur haben wir dann auch gemeinsam gemacht. So die Beziehung, weiß ich nicht, ob ich das jemandem empfehlen kann. Es war immer sehr, sehr spannend, wenn der Harald so Ideen hatte, was denn reinkommt oder dann auch mal, es kam ja dann tatsächlich später im Prozess vor, dass du auch mal Kapitel selber geschrieben hast und ich habe mich immer darauf gefreut, so ein Kapitel dann zu lesen, weil ich mir gedacht habe, okay, das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass du das so angehen würdest und dann hat man so eine ganz andere Diskussionsgrundlage gehabt und wo ich dann nochmal so ganz andere Seiten von dir kennengelernt hatte. So, ja, weil du hattest auch sehr viele, also ich habe damals gemerkt, die Katharina ist so dein Ding, wo du sehr, sehr viele Ideen hattest, wo ich gar nie so bösartig, glaube ich, gewesen wäre oder so. Und das hat irgendwie auch so ein bisschen die Beziehung bereichert, also nicht nur das Buch. Und das war so eine Phase, wo ich immer sehr, sehr spannend fand. Ja, an der Stelle, liebe Zuhörer, die Bettina erwähnt gerade die bösartige Stelle in Bezug auf die Katharina. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr eine Ahnung habt, welche Stelle das sein könnte. Also ich habe eine Ahnung, zum Beispiel, aber wollen wir jetzt nicht spoilern, ne? Wäre mal interessant, auch rauszufinden, wer das Buch schon gelesen hat oder ansonsten geht auf die Suche, ne? Nach der Stelle. Also das muss ich ehrlich sagen, hat mich auch ganz schön ist mir so bewusst geworden, wobei ich alles nachvollziehen kann, ne, was ihr euch da ausgedacht habt, was da abgelaufen ist. Man muss ja sagen, ihr beschreibt ja Dinge im Buch, die vielleicht jetzt gerade laufen, ne? Oder halt vor ein paar Monaten gelaufen sind oder halt in ein paar Monaten laufen. Und unter der Prämisse habe ich das auch gelesen. Was spielt sich jetzt gerade hinter den Kulissen ab? Wie der Harald das sagte, kann man ja vieles, auch zum Beispiel die Anhörung vom Bundestag, ne? Versteckt irgendwo findet man die auf den Seiten vom Bundestag und sieht, worüber die Leute da reden, wie sie reden, offiziell eigentlich. Findet nur niemand, der danach nicht gräbt. Und jetzt zu überlegen, was geht jetzt weiter, wenn die nach Hause gehen? Was passiert, wenn die wieder in ihre Büros, in ihre Bankengebäude zurückgehen? Was sind die Meetings, die wir nicht letztendlich zurzeit offiziell sehen können? Und das kann man in eurem Buch als Fiktion, als Idee, als Variante nachlesen. Ne? Sehr, sehr spannend auf alle Fälle. Am Ende des Buches, ich weiß ja nicht, wer das Kapitel geschrieben hat, Bettina oder Harald, aber da lasst ihr ja die Laura eigentlich so einen kleinen Albtraum durchlaufen, ne? Und also, ich sag mal, es fängt ja ganz harmlos an, ne? Sie malt gerne und möchte ja eigentlich nur die Farben, die gerade alles sind, nachkaufen. Und dann gibt's einen tiefen Ton, büb, ne? An der Kasse, Luxusartikel, leider ist ihr Social Score zu niedrig, ne? Und dann über ein paar Etappen. Das war für mich so ganz eine kleine Horrorvorstellung, wie sie, ich glaube, einen Pfefferminztee kaufen. Und die Frau im Café sagt, Entschuldigung, es zeigt mir an, ich kann Ihnen den leider nur doch to go mitgeben.
Also sie können sich ja nicht reinsetzen und sie muss sich dann da drüben irgendwo auf eine Mauer setzen und muss den anderen zugucken, wie sie und jetzt mal ist ein kleiner Spoiler gewesen, aber ist ja noch lange nicht zu Ende. Ne? Also im Prinzip passiert da dann noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und alles kann man sich wirklich sehr gut vorstellen, auch die Reaktion der Leute im Umfeld. Also jetzt aber meine Frage. Stand das Ende des Buches eigentlich zu Beginn fest oder hat sich das so entwickelt, Bettina? Nee, also wir hatten, ich glaube, im Endeffekt 10 verschiedene Enden. Also Ja. es hat angefangen so, dass man am Anfang noch unserem Hauptprotagonisten so buddhistisch angehaucht und er hat sich dann am Ende selber verbrannt. Das darf ich jetzt verraten, weil es ist ja nicht das Ende des Buches. Also wir hatten da 10 verschiedene Varianten und letztendlich war dann die eine, als es dann klar war, wie das Buch so weitergeht, war dann klar, welche Variante wir als Ende nehmen. Das hat sich dann so aus dem Buchverlauf ergeben. Also der wesentliche Aha-Effekt für uns war, als wir uns da mit ein paar Leuten mal unterhalten haben und dann irgendwie so klar wurde, ich glaube, die stärkste Wirkung bekommst du nicht, wenn das total überzogen ist, sondern wenn du die Leute berühren willst, dann muss das möglichst nah an der Realität sein. Und ich glaube, das, was wir so am Schluss beschrieben haben, das ist nicht so weit weg, dass man jetzt sagen kann, das ist ja unvorstellbar, sondern gerade mal mit Hinblick auf Maßnahmen, die vor ein paar Jahren mal so stattfanden, kann man sich vielleicht sehr gut vorstellen, dass sowas durchaus denkbar wäre. Und das, glaube ich, ist das, wo dann vielleicht ein Leser auch stärker berühren kann. Und das war so letzten Endes die Entscheidung für die Variante des Schlusses. Ich wohne ja in Großbritannien und es gibt hier eine Fernsehserie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kennt ihr Black Mirror? Nee. Also das kann man mal jedem empfehlen. Das geht so ungefähr ein bisschen in die gleiche Richtung. Das ist also Near Fiction, ja, also Science Fiction, die so in der nahen Zukunft spielt. Und die haben ähnliche Episoden, die so oftmals mit ähnlichen Themen so spielen. Also ob es jetzt hier ein Link ist zum Beispiel zum Gehirn von einem Computerspiel oder eben auch so ein Social Scoring, ja. Das heißt, im Grunde wird da auch die Welt der Zukunft dargestellt, aber nicht so wie in einem Science-Fiction-Film, dass alle so in futuristischen Häusern wohnen, futuristische Autos fahren, sondern es sieht ziemlich ähnlich alles aus wie heute. Man kann sich da gut reinversetzen, aber es sind dann doch diese sehr bedrohlichen Szenarien, die dort dargestellt werden, jetzt ähnlich wie in eurem Buch. Und das macht das Ganze ja auch so faszinierend eigentlich. Als wir letzte Woche bei unserem Event in Zürich waren, wo ja etliche Leute waren, haben fast alle gesagt, dass sie das Buch gelesen haben oder das Buch kennen. Okay. Wart ihr von der Resonanz, die ihr für das Buch bekommen habt, wart ihr da überrascht oder dass das Thema für so viele so wichtig ist? Ja, also ich hatte natürlich gehofft, dass es irgendwie Anklang findet. Aber wir sind jetzt auch schon öfter aufs Buch angesprochen worden von Leuten, die wir selber so gar nicht kannten, die uns auch positives Feedback gegeben haben. Ich habe am Anfang immer so gerätselt, ist es jetzt so rein gefälligkeitshalber oder ist es wirklich so? Aber ja, es freut einen natürlich, aber ich war gleichzeitig schon überrascht. Ich habe mir im Vorfeld nie Gedanken gemacht. Es war immer nur so dieses Ziel, das Buch gut zu Ende zu bringen. Und ja, ich freue mich natürlich drüber. Ja, also ich freue mich insbesondere, weil zumindest jetzt von mir schon ein Stück Motivation war, die Leute zum Nachdenken zu bringen. Also das Thema ist ja durchaus bewusst gewählt gewesen und darum hat mich das vor Jahren ja auch nicht mehr losgelassen, weil ich gesehen habe, da wird was entwickelt und keiner guckt hin. Und dass durch das Buch jetzt doch der eine oder andere überhaupt auf die Entwicklung aufmerksam wird und genauer hinschaut und dass man drüber spricht, das finde ich eigentlich den großen Gewinner. Das freut mich am meisten dabei. Ein ganz nettes Feedback, das wir bekommen haben, war, dass es ein Paar wirklich als Paar parallel gelesen hat. Und die haben dann gemeint, sie haben immer wieder so drüber diskutiert. Das fand ich irgendwie, das war gleich eins der ersten Feedbacks, die wir so bekommen haben. Und das fand ich irgendwie schön. Da haben wir mir gedacht, okay, ja, passt. Das war jemand aus der Bitcoin-Ecke, wo eben so in der Paarbeziehung wohl immer Bitcoin ein Konfliktthema war. Und durch das gemeinsame Lesen des Buches wurde dieser Konflikt gelöst. Also eigentlich allein deswegen hat es sich ja schon gelohnt, die 2 Jahre das Buch zu schreiben. Aber ich glaube, da ist ja auch was dran, was sehr faszinierend ist. Ich glaube, es ist ja schon seit Jahrtausenden so letztlich, dass so im Grunde wichtige Informationen und Details und wichtige Fakten am besten immer durch Geschichten im Grunde auch übermittelt
Das haben ja früher die Menschen schon am Lagerfeuer gemacht. Das ist ja sicherlich ein Grund, warum wir so viele Märchen und ähnliche Geschichten auch haben, weil es eben wir uns als Menschen am besten Sachen merken können und auch am besten verstehen. Nicht, wenn wir einfach nur die Fakten hören und die Details, sondern wirklich das eingebettet sehen in eine Geschichte. Und ich glaube, das ist eben das, was ja vielfach auch fehlt. Also vielfach ist ja doch alles sehr abstrakt und man kann sich das nicht vorstellen, wie das konkret eigentlich dann sein könnte. Und dadurch wirkt es natürlich auch nicht so bedrohend. Ja? Aber das ist eben bei eurem Buch die Sache, dadurch, dass es so konkret an Personen festgemacht ist und man sieht, was den Personen erlebt, auch was in ihrem Kopf vorgeht, wird ja doch die Bedrohung dann für viele sehr viel realer. Also deswegen kann ich mir absolut vorstellen, dass eben, wie in eurem Beispiel, wenn da jemand als Paar dieses Buch liest, dass sich dann hier im Grunde das Verständnis einstellt und hoffentlich wird es bei vielen so sein. Und es ist insgesamt aber auch so, dass Finanzen irgendein Thema sind, das die Leute nicht so gern ansprechen. Also und ich finde auch, dass man es über Geschichten dann viel, viel leichter greifen kann und sich drüber unterhalten kann. Wobei das etwas typisch Deutsches ist, nicht über Geld zu sprechen. Wir waren kürzlich bei Freunden eingeladen, die eben aus England sind. Und ich glaube, wir waren keine 2 Minuten dran, fragt er mich, ja, wie läuft's denn mit Aktien und bla bla bla. Das ist eigentlich unvorstellbar, wenn wir jetzt bei deutschen Freunden eingeladen werden. Aber das ist, glaube ich, schon wirklich auch eine kulturelle Geschichte, wo wir Deutschen irgendwie so ein ganz komisches Verhältnis zu Vermögen und Geld und Erfolg auch haben. Ja, gleich immer so diese Abwehrhaltung. Gleich immer böse. Absolut. Ja. Jetzt vielleicht mal zurück zur Realität ein bisschen. Also zum Hier und Jetzt, ne? Und von natürlich dem Blick, die Fiktion der Zukunft des Buches. Aber Harald oder auch Bettina jetzt, nachdem du dich da ja reingearbeitet hast, also was seht ihr auf uns zukommen? Wie ernst seht ihr da, also dass CBDC kommt, ich denke, sind wir uns alle einig, der digitale Euro wird kommen. Vielleicht schneller, als wir denken, vielleicht gibt es Schwierigkeiten und es dauert doch noch ein bisschen, aber es sind ja viele Schwarzmaler unterwegs, ne? Also wir hatten ja im Vorgespräch uns schon verständigt, Harald, dass wir eine relativ ähnliche Sichtweise auf das haben, was vielleicht wirklich kommt, aber wie siehst du denn das? Also was kommt auf uns zu? Wie schlimm wird's? Wie schnell kommt's? Also ich denke, was mit Sicherheit kommen wird, ist der digitale Euro, weil da einfach zu viele Leute dran verdienen, aber wo man, glaube ich, wirklich aufpassen muss, es kommt jetzt nicht so dieses gefängnisähnliche Ding sofort auf Anhieb, sondern was eben kommt, ist eher so eine, ich nenne es mal Verstaatlichung des Zahlungsverkehrs, was dazu führen wird, dass die Geschäftsbanken, also die Privatbanken einfach eine staatliche Konkurrenz bekommen. Und die werden dann wahrscheinlich langsam Probleme haben, ihr Geschäft zu machen. Wenn es wirklich in die Richtung geht, glaube ich aber auch, dass genau diejenigen, also sämtliche, wie auch immer sie heißen, die Volksbanken, Raiffeisenbanken, die Deutschen Banken, können wir alle mal aufmachen, die ganze Litanei, die werden sich natürlich auch ganz massiv gegen den digitalen Euro wehren, weil das nämlich etwas ist, was deren Kerngeschäft angeht. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr bald auch eine europäische Lösung sehen werden von den Privatbanken, die eben dann europäische Zahlungen anbieten. Und solange der digitale Euro nicht alleine da ist, sondern dass es da noch auf der anderen Seite einfach eine privatwirtschaftliche Lösung gibt, ist es schon mal so, dass zumindest ein Ausweg existiert. Und ich glaube, so vom Gefühl her, dass das irgendwie drauf rauslaufen wird, dass es einen digitalen Euro gibt und das andere noch nebendran und dass das halt, ich sag mal, so eine typische staatliche Investition ist, die Unmengen an Geld verschlingt, wo viele Beratungsfirmen bei der EZB ein- und ausgehen können und da Beratungsdienstleistungen gegen viel Geld verkaufen, aber dass es nicht so schlimm kommt, wie man denn jetzt so Videos aus China oder Ähnliches sieht. Und das steht und fällt meiner Meinung nach viel mehr mit der Regierung. Also wenn sich diese Entwicklung, die wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben, immer zu mehr Sozialismus, mehr Zwang, mehr Kontrolle weitergeht, dann befürchte ich, dass sich das schon in so eine Richtung bewegen kann. Wie man es vielleicht auch bei uns im Buch lesen kann. Ja, ich denke, es ist, wenn man das Instrument mal hat, ist es ja relativ einfach, dann noch irgendwas draufzusetzen. Wenn das Instrument mal da ist, kann man immer noch was on top oben draufsetzen. Was mir aber jetzt wirklich die letzte Zeit wieder mehr Hoffnung gibt, ist, ich treffe immer mehr Menschen, die einfach so
den Gedanken der Freiheit als wesentlich attraktiver finden. Auch wenn ich mir anschaue, wie in einem Land wie Argentinien jetzt einfach libertäre Ideen wieder vorankommen, die eventuell auch möglicherweise so einen Export in die freie Welt rausfinden können. Das finde ich eigentlich dann schon wieder sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll. Also deswegen, ich sehe es momentan gar nicht mehr so schwarz wie vielleicht vor 5 Jahren. Da habe ich es viel schwärzer gesehen. Ich sehe da auch wieder eine Gegenentwicklung. Es gibt ja im Englischen diesen Spruch, der heißt, "The road to hell is paved with good intentions." Also auf Deutsch würde man ungefähr übersetzen, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ja? Und ich glaube, es ist ja vielfach bei solchen Maßnahmen so, die haben halt, irgendwie fängt es mal positiv an, man hat mal gute Intentionen, man wünscht sich das Beste für das Land, für die EU, für die Bevölkerung und so weiter und so fort. Aber dann verselbstständigt sich das Ganze so oder wird dann auch eben missbraucht, wie es Bettina gerade gesagt hat. Man hat dann letztlich ein Instrumentarium zur Verfügung, was man eben dann auch anderweitig verwenden kann. Und dann, und das hat man ja zum Beispiel in China auch gesehen bei diesem Social Credit System, das wurde jetzt ja nicht auf einen Schlag eingeführt, sondern so per Salamitaktik. Und man weiß auch gar nicht wirklich, ob die wirklich von Anfang an so ein Social Credit System implementieren wollten oder ob sich das dann so ergeben hat, dass man so sagt, könnte man jetzt auch mal machen, wäre eigentlich auch eine gute Sache. Und ich glaube, das ist eigentlich die Gefahr bei diesen Maßnahmen, weil diese Werkzeuge ja sehr potent sind, die sind sehr mächtig, da ergeben sich dann ganz ungeahnte Möglichkeiten. Und wenn man da von vornherein nicht ganz klare Grundsätze und Prinzipien hat, dann gleitet man eben ab in doch solche Überwachungsszenarien. Und lustigerweise ist es ja bei uns im Buch auch so, also wir wollten ja bewusst nicht sagen, der Staat ist per se schlecht und hat jetzt diese Absichten schon per se, sondern es ist ja auch in unserem Buch so ein ganz schleichender Prozess. Naja, da hat einer so die Möglichkeit und der reizt es auch bis zum Ende aus. Also es entwickelt sich dann einfach so, ohne dass jemand vorher dran gedacht hatte. Was für mich interessant war auch in der Story, wie du sie da gezeichnet hast, ist, der Prozess verselbstständigt sich am Ende, ja. Weil zum Beispiel, als sie da die Ausstellung zum Beispiel macht und die Leute gehen da raus, ne, wollen lieber nichts damit zu tun haben, ne, oder dann wird sie aus dem Künstlerverband rausgeschmissen, ne, wegen der Sache. Also im Prinzip, da machen plötzlich irgendwie alle mit, weil jeder will lieber, sagen wir mal, seine Pfründe da in Sicherheit halten. Und das ist vielleicht sogar auch die Gefahr, dass sich, wie du gerade erwähnt hast, am Anfang der digitale Euro vielleicht als ein zahnloser Tiger mehr oder weniger kommt, ne, aber die Leute dann letztendlich so einen Prozess in Gang bringen, dass er sich dann verselbstständigt, ähnlich wie wir es vor ein paar Jahren ja auch schon mal hatten. Jetzt sind ja viele Falschinformationen auch in Umlauf, ne, über die Zentralbankwährung. Ich habe immer den Eindruck, wir machen ja auch regelmäßig Videos auf unserem Kanal zum Thema BRICS oder Zentralbankwährung. Ich habe manchmal den Eindruck, viele Leute wollen eigentlich nur das schlimmste Szenario hören, ne? Also das heißt, wenn man da alles ganz, ganz schwarz und böse zeichnet, dann bekommt man unwahrscheinlich viele Likes sozusagen. Aber wenn man, so wie du es jetzt auch gerade gemacht hast, also es könnte doch alles erstmal viel sanfter kommen und vielleicht kommen sogar ein paar positive Sachen einher mit der Einführung der Zentralbankwährung, die also auch vielleicht einem bestimmten Bevölkerungsteil sogar nützlich ist und Vorteile bringt. Wenn man solche Sachen erzählt, dann bekommt man manchmal ja gleich Hate-Speech-Sachen da reingeschrieben in die Kommentare. Wie geht denn euch das? Also, wie seht ihr das vor allem so an Falschinformationen? Also, ist es so, wie ich es gerade sage, auch aus deiner Sicht, dass viele falsche Informationen gezeichnet werden in vielen Informationen? Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, es ist natürlich so, jede Nachricht ist nur gut, wenn die reißerisch ist. Das bringt halt einfach Klicks, das muss man ganz klar sehen. Und natürlich befeuert es dann auch diejenigen, die Content kreieren, eben solche Sachen eher zu produzieren, die halt einfach reißerischer sind. Wobei natürlich auch die EZB mit Schuld dran ist, weil erstens glaube ich, dass vieles einfach noch nicht klar ist. Also wenn man sich wirklich so die Papers durchliest, wie das Rulebook und, in dem die Details beschrieben sind, vieles wissen sie einfach noch überhaupt nicht. Und sie sind auch sehr unsauber in der Kommunikation, weil im digitalen Euro werden ja auch immer 2 Sachen vermischt. Zum einen hast du ja quasi wirklich so digitales Geld, das du jetzt von mir auf deinem Konto liegen hast, wenn man jetzt mal beim Bild eines normalen Kontos bleibt, und dann hast du das Abwickeln der Zahlungen, also dass ich es von A nach B schiebe. Und die EZB vermischt diese beiden Dinge, weil das eine hat mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun.
Und wenn jetzt die EZB nur sagt, sie geben jetzt eine digitale Version von ihrem Euro aus, aber das Transportieren von diesem Euro, das macht nach wie vor die freie Bankenwelt, ja, dann ist dagegen vielleicht gar nicht so viel zu sagen. Aber weil die EZB ja immer so diese Begrifflichkeiten auch so unsauber benutzt und im Grunde ja beides machen möchte, führt es natürlich auch dazu, dass man sich alles Mögliche an Horrorszenarien vorstellen kann. Und aktuell ist weder geplant, praktisch die einzelne Münze programmierbar zu machen. Allerdings ist eben angedacht, durchaus Zahlungen zensierbar zu machen. Also allein wegen, heißt ja immer Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung und. Aber de facto wird es eben auf Zahlungsebene entsprechende Einschränkungen geben. Auch heute ist es schon so, dass ich bei Zahlungen in der normalen Bankenwelt halt einfach diese ganzen Kontrollen habe und die EZB baut die halt dann in ihren Zahlungssystem ein. Das Kernproblem, was ich bei dem ganzen digitalen Euro sehe, ist wirklich, dass es einfach reine Geldverschwendung ist. Es ist eine staatliche Lösung für etwas, was es in der Privatwirtschaft gibt und was wunderbar funktioniert. Macht eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, überhaupt keinen Sinn. Wir haben da kein Marktversagen oder irgendwas, wo jetzt ein staatlicher Eingriff nötig wäre, aber dennoch macht man das. Und das ist auch das, was ich nicht verstehe, mit welcher Vehemenz da Steuergelder reingepumpt werden, obwohl da überhaupt kein Bedarf da ist. Das führt ja aber dann auch am Ende wieder zu Spekulationen, ja, weil im Grunde genommen keiner versteht wirklich, was da dahinter steht. Auf der anderen Seite kennt man ja so Aussagen von Lagarde und anderen hohen Offiziellen in der EU, die sich immer doch sehr negativ über Krypto und Bitcoin äußern, was ja für viele Menschen jetzt gerade in den letzten Jahren doch sehr wichtig geworden ist persönlich, weil sie sich da sehr viel davon versprechen, ob jetzt berechtigt oder nicht berechtigt. Ja. Und das führt natürlich dann zu so einem Szenario, dass jemand sagt, naja, die wollen uns hier irgendwas wegnehmen, die wollen uns irgendwas kaputt machen, das ist Kontrolle, das ist Überwachung. Also wie du schon gesagt hast, ich glaube, würde dort die EU besser kommunizieren, wäre im Grunde genommen transparenter, würde das allen helfen und es würde viele Dinge von vornherein hier klarer machen für alle. Ja, wobei das Problem ist, wenn sie wirklich sauber kommunizieren würden, dann müsste man ja ein paar Sachen ansprechen. A, wofür brauchen wir das überhaupt? Ja. Das wird dann schon mal schwierig. Also selbst die glühendsten Befürworter kriegen es ja nicht hin zu sagen, warum. Also sobald du anfängst, hier eine Diskussion zu führen auf der Ebene, ja, wem nützt es? Ja, da wird's so eng, dass man eigentlich höchstwahrscheinlich zum Ergebnis kommt, naja, der Bürger hat keinerlei Mehrwert dadurch. Selbst wenn man jetzt keine bösen Sachen damit verquicken will, ja, dann verschlingt's Unmengen an Geld und man braucht's nicht. Und ich glaube, dass das auch das Problem ist. Da stecken jetzt schon viel zu viele Leute drin, die eben einen tollen neuen Job bei der Bundesbank haben, eine ganze neue Abteilung bei der Bundesbank haben, x Beratungsunternehmen, die 1,2 Milliarden Euro an Ausschreibungen jetzt bekommen haben, um da an der Entwicklung weiterzuarbeiten. Das sind ja Tausende von Leute und Unternehmen, die da einen Vorteil davon haben, wenn das irgendwie weiterläuft. Und deswegen glaube ich, läuft es auch wirklich weiter. Also das ist eigentlich so das, wo ich so als Riesenthema da drin sehe, dass es so ein Ding ist, wo Geld verschwendet wird, ohne das wirklich zu diskutieren. Wobei natürlich, was du vorhin erwähnt hast, gibt's alles schon in der Privatwirtschaft. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn du heute, also ich mir ist zum Beispiel selber so gegangen, also ich habe eine Zeit lang in einem sanktionierten Land gewohnt. Und die Sparkasse zum Beispiel, die hat, wie auch immer, durch ihr System festgestellt, ich wohne in einem sanktionierten Land. So, wenn mir jemand über eine Sparkasse Geld geschickt hat, kam halt immer ein Red Flag und der Bankbearbeiter musste eingreifen. Also sprich, bedingte Zahlung, wie es jetzt auch beim elektronischen Euro ist, gibt's schon, aber mit dem Unterschied, wenn ich dann meinem Kunden gesagt habe, hast du noch ein Konto bei einer deutschen Bank? Konnte er mir von dort, weil die das aus irgendeinem Grund nicht gefleckt hätten, konnten die mir Geld überweisen. So. Und das wird eben jetzt mit dem Zentralbankgeld anders, ne? Weil ja die bedingten Zahlungen, also dieses Rule-Werk, zwar werden die Zahlungen noch so ist es halt im jetzigen Konzeptpapier, von den Privatbanken getriggert, ausgeführt, angestoßen, wie auch immer, aber die Rules sind halt kommen zentral von der Zentralbank und werden dort eigentlich werden zugegriffen, vielleicht nochmal ein Backup gehalten. Und das ist eigentlich schon, was den Leuten Angst macht, ne? Diese Zentralisierung der gesamten Daten letztendlich in einer Hand, ne?
Und zum Bitcoin aber noch mal eine Sache, was gerade angesprochen war. Momentan erleben wir es viel, das haben wir in Beratungsgesprächen, auch bei unserem Seminar in Zürich jetzt gesehen. Für viele ist der Bitcoin ja die absolute Hoffnungsschimmer, ne, am Horizont. Also ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der hat alles verkauft, was er hatte. Im Prinzip seine Autos verkauft, sein Haus verkauft und alles komplett all in, ne, in Bitcoin. Und in eurem Buch geht ja auch so mögliche Denkszenarien durch, ne? Zum Beispiel, dass dann verboten wird, irgendwann Bitcoin in Zentralbankgeld auszucashen. Ne? Also generell, dass man eigentlich unterbindet, dass man Bitcoin noch in die reelle Geldwelt überführen kann. Auch wenn es dann dort wieder eine Lösung gibt, wie auch immer. Aber das ist ja eigentlich das, was vielen Leuten heute wirklich Angst macht, ne? Im Prinzip diese Ungewissheit. Sebastian hat schon gesagt, also von Regierungsseite wird oftmals der Bitcoin als böse, ne, dargestellt. Und es erzeugt halt für viele so eine große Unruhe, wie wird das in Zukunft aussehen? So, jetzt habt ihr da ja eine Fiktion im Buch geschrieben. Habt ihr immer noch die gleiche Meinung? Hat sich das auch geändert im Laufe der Zeit? Also ich glaube, Harald, du bist ja ein Bitcoiner, oder? Sehe ich das richtig? Also und Bettina, wie ist es denn bei dir? Schläfst du unruhig dabei, wenn Harald in Bitcoin Geld reinsteckt, oder hättest du es lieber, er zieht's raus? Also jetzt unter dem Ganzen, was ihr so recherchiert habt und geschrieben habt im Buch, Bitcoin, wie sicher die Schnittstelle Bitcoin zum Fiat-Geld, zum Zentralbankgeld in Zukunft, wie schätzt ihr das ein? So emotional, faktisch, wie auch immer. Also speziell jetzt zum ersten Teil der Frage, also ich kann schon auch ruhig schlafen, weil ich weiß, dass der Harald keine All-in-Strategie irgendwie fährt, sondern dass er schon schaut, ja, wie ist denn so das Gesamtkonzept? Ich glaube, sonst könnte ich nimmer ruhig schlafen, weil so meine persönliche Meinung ist, ich denke, ich weiß nicht, wie sicher, ich kann es selber nicht einschätzen, wie sicher quasi Bitcoin ist. Und insofern hätte ich schon Probleme damit, mit dieser Strategie. Also ich denke in dem Bereich eigentlich immer in Wahrscheinlichkeiten und gucke mir an, wie entwickelt sich das Ganze. Wenn ich mir jetzt anschaue, in den USA scheint ja Bitcoin einfach mehr in die, teilweise jetzt auf Regierungsebene anzukommen. Zumindest geht es in die Richtung. Die ETFs wurden im Januar zugelassen. Das heißt, es ist in der Finanzindustrie angekommen. Ich denke, dass es weltweit verboten wird oder Ähnliches, das ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt ja eigentlich dann nur zwei Szenarien. Entweder es wird ein Asset, das ähnlich wie Gold einfach dann immer mehr Marktkapitalisierung aufsaugt. Oder ist es wirklich etwas, was vollkommen zensiert und verboten wird? Ja, und dann ist es immer noch so, dass es quasi zu Geld wird. Weil wenn ich nämlich eine Situation habe, dass ich quasi mit meinen digitalen Euros, egal in welcher Form, ob die jetzt digital bei meiner Sparkasse sind oder ob die digital bei der EZB sind. Wie du vorher richtig gesagt hast, auch die Sparkasse kann hergehen und die Zahlungen zensieren. Wenn ich mit meinen Euros nicht mehr das kaufen kann, was ich kaufen will, dann wird sich ein Schwarzmarkt finden, bei dem ich vielleicht das, was dann warum auch immer verboten ist, eben mit Bitcoin bekaufen kann. Also dass dann quasi Bitcoin einfach diese Geldmonetarisierung erreicht. Also das sind ja so die zwei Szenarien, die man sich vorstellen kann. Also das böse Szenario, man braucht es praktisch, weil das andere Geld nichts mehr taugt. Und das gute Szenario, kommt einfach als Asset in der Finanzindustrie immer stärker an und bekommt deswegen eine höhere Marktkapitalisierung. Ich sag mal, man sagt ja oft so ganz gern digitales Gold dazu. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Bitcoin kriegt eine Marktkapitalisierung wie Gold, ja, dann hätten wir da noch ein enormes Potenzial nach oben. Wie wahrscheinlich seht ihr so ein Szenario, dass das Ganze in der EU sich dahin entwickelt, zu einer Situation, in der jetzt China ist, also wir haben schon gesagt, dieses Social Credit System, die sind ja auch dabei, jetzt hier so nach und nach so eine digitale Währung einzuführen, regional. Ich hatte einen Artikel darüber neulich gelesen, da erfahren dann zum Beispiel Mitarbeiter eines Betriebes so ab morgen, kriegst du nicht mehr dein Gehalt bezahlt auf dein normales Konto, sondern auf dein digitales Konto. Also das heißt, ohne jetzt, dass die groß informiert werden oder nicht, klingt auch schon alles natürlich bedenklich. Die wickeln ja mittlerweile sehr hohe Transaktionen über die Zentralbankwährung ab. Dennoch
wenn man im Grunde sich anschaut, was da ein Geldverkehr ist es eigentlich relativ schleppend, ja. Die Einführung, wahrscheinlich wollen sie es auch nicht mehr forcieren, weil sie noch nicht die technologische, sage ich jetzt mal, Sicherheit haben oder auch nicht wissen, wie die Bevölkerung reagiert. Für wie wahrscheinlich halten der so ein Szenario? Ich denke, es kommt wirklich darauf an, wie die politische Entwicklung ist. Also wenn jetzt also man muss ja da lange Zyklen anschauen. Also ich meine, allein so ein Wahlzyklus dauert ja bei uns immer so 4 Jahre. Also wenn sich das jetzt weiter in die Richtung bewegt, wo wir das die letzten Jahre gesehen haben, noch mehr CO2-Konto, Gedanken und Ähnliches, dann halte ich das nicht für ausgeschlossen, dass wir in vielleicht 10 Jahren da stehen werden. Ich habe die Hoffnung, dass der Bogen irgendwann so überspannt wird, dass die Leute einfach nicht mehr mitmachen. Also ich habe da noch sehr gut in Erinnerung 89 Mauerfall DDR. Ich war zwar glücklicherweise auf der Westseite, aber ich habe das damals schon bewusst mitverfolgt und ich denke, irgendwann haben die Leute einfach die Schnauze voll. Und ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht möglichst bald passiert und diese ganze Tendenz gebrochen wird. Weil das Problem ist immer, es ist wie so ein Pendel, das schwingt und schwingt. Und es geht halt momentan immer mehr in Richtung noch mehr Kontrolle, noch mehr Unfreiheit, noch mehr Regeln. Und weil irgendwas vielleicht nicht so ist, wie sich der Regulator vorgestellt hat, machen wir nochmal 5 Regeln obendrauf, die das Ganze dann noch komplizierter und noch schlechter in meinen Augen machen. Und vielleicht kommt irgendwann mal jemand auf die Idee zu sagen, naja, vielleicht lassen wir die Leute einfach wieder mal in Frieden und lassen freie Märkte entstehen und sorgen dafür, dass die Menschen wieder freiheitlich agieren und vielleicht nur 2 Dinge, wie man es im Libertarismus ja ganz gerne so sieht, stehle nicht und verletze niemanden. Wenn ich die beiden Dinge einhalte und alles auf diese beiden Sachen reduziere, ja, dann brauche ich vielleicht gar nicht so viel Staat und so viele Regeln und so viel Kontrollen, sondern es reicht, wenn man sich einfach in die Art und Weise orientiert. Also das wäre so meine Hoffnung. Aber wie gesagt, ich bin momentan wirklich zwiegespalten. Also ich könnte mir vorstellen, das geht entweder in die eine oder in die andere Richtung. Das ist wirklich so eine Situation, dass man so gerade so an der Gabelung steht. Also ich denke auch, dass gerade so die nächsten Jahre zeigen werden, in welche Richtung es geht. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Bürger selber mal dann so auf die Idee kommen, Proteste anzuregen. Das war ja auch so was im Buch dann irgendwie so vorkommt. Das wäre meine Hoffnung, dass man sich dann irgendwie besser zur Wehr setzt. Aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn sich die Menschen wirklich damit auseinandersetzen. Ja. Also nicht Medien konsumieren und Brot und Spiele konsumieren, sondern sich wirklich damit auseinandersetzen, was passiert denn draußen überhaupt? Will ich das? Was passiert da wirklich? Und je mehr Menschen das machen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es in Richtung Freiheit geht und je weniger Menschen das machen und je mehr sich eben einfach alles erzählen und vorschreiben lassen und das gut finden, wenn man einen starken Nanny-Staat hat, desto weiter wird das Pendel noch in die andere Richtung schwingen. Ich glaube, was bei vielen Menschen so das Problem ist, und das höre ich auch immer wieder in der Beratung, ist so die Erfahrung, die man während Corona gemacht hat, während der Pandemie. Ja? Das heißt, viele waren überrascht, den Staat mal zu sehen, wenn er die Krallen ausfährt. Ja? Das hätte man nicht für möglich gehalten. Ja? Egal, wie man das jetzt bewertet, diese Sache, aber so diese Härte und diese, ich sag mal, gewisserweise Erbarmungslosigkeit und das Durchsetzen von bestimmten Maßnahmen rücksichtslos in gewisser Weise und ohne jetzt hier individuelle Umstände zu berücksichtigen. Und ich denke, das hat schon bei vielen Leuten in gewisser Weise auch Skepsis ausgelöst, wie das Ganze so weitergeht. Und gerade jetzt bei solchen Maßnahmen wie digitaler Euro ist da meiner Meinung nach auch viel, ich sage mal, Vorschussvertrauen, was man ja sonst eigentlich hat, so in die Regierung. Man sagt vielleicht, okay, also die Regierungen, die sind alle irgendwie schon so Schlingel, aber so im Großen und Ganzen hier in Europa wenigstens nicht so korrupt und nicht so, also irgendwo schon vertrauenswürdig, ist auch demokratisch gewählt und so. Aber ich glaube, das hat doch viele Menschen zum Pausieren gebracht und so gesagt, also wenn das möglich ist, was wird dann erst in anderen Bereichen möglich sein? Seht ihr das genauso? Und gerade so diese Vorstellung, der Staat schützt bedingungslos die Interessen des Bürgers, ich glaube, das ist da schon bei einigen angekommen, dass es eben vielleicht doch nicht so ist und dass man sich eben selber so informieren muss. In eurem Buch hast du es ja dann so, unter anderem, gibt es ja so eine Szene, wo
wer jetzt zum Beispiel ein Bitcoin-Wallet auf seinem Handy hat, kann automatisch nicht mehr bezahlen, ne? Kann nicht mehr einkaufen gehen. Also das ist Ja. auch so eine Maßnahme zum Beispiel, die ihr euch da also erdacht habt, ne? Aber eben durchaus vorstellbar, dass sowas kommt, ne? Im Prinzip stellen die fest, du meinst Bitcoin oder besitzt Bitcoin, willst damit auch bezahlen, wirst du halt vom Zahlungsgeschehen abgeschnitten. Durchaus interessant. Wir hatten jetzt also man sieht ja auch, dass sowas heutzutage schon von Banken umgesetzt wird. Vor kurzem erst war ich mit einem Kunden zusammen oder mit einem Mandanten zusammen unterwegs. Und wenn wir zusammen unterwegs waren, wird sein Konto gesperrt, weil er 7.000 Euro an ein Bitcoin-Konto überwiesen hat, ne? An Bitcoin Exchange, eine offiziell zugelassene. Also sowas passiert heute schon. Und bei Geld hört eben irgendwo der Spaß auf, ne? Also die Leute sind vielleicht noch bereit, eine Maske zu tragen, aber wenn man ihnen das Geld wegnimmt, den Zugang zum Einkaufen wegnimmt, das ist irgendwo eben schon ein viel ernsteres Thema, ne? Auf alle Fälle. Ja, definitiv, ja. Die Ja. Situation, dass meine Bank bei mir angerufen hat, ob ich diese Zahlung an eine Bitcoin-Börse denn wirklich machen möchte, hatte ich auch schon. Also das passiert wohl Mhm. öfter, als man denkt. Und das ist ja Ja. lustig, beim Thema Geld handeln ja auch die wenigsten irgendwie so richtig rational, was Sinn machen würde. Also als ich so dieses Psychologie des Geldes, dieses von Hausel, dieses Buch gelesen habe, ist mir vieles klar geworden, was eigentlich so bei manchen hinter dem Thema Geld überhaupt steckt, so Erfahrungen in der Kindheit. Und also die wenigsten können da irgendwie so einen neutralen Blick auch drauf haben. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Absolut. Ja, spannendes Thema. Also, wir hoffen ja schon, dass der ein oder andere Zuschauer, der euer Buch noch nicht kennt, bis jetzt schon genügend neugierig geworden ist. Und man kann das Buch ja, also ich selber habe es bei Kindle gelesen, man kann es natürlich als gedruckte Ausgabe auch holen und sich dann in das Thema einlesen. Eine ganz wichtige Frage, ich weiß nie, der wievielte ich bin, der euch diese Frage stellt, aber wird es denn Teil 2 geben? Also geht die Geschichte denn irgendwie weiter? Gibt es schon Pläne dazu? Also es war ja ursprünglich mal als Trilogie angelegt und nachdem der erste Band jetzt ganz gut funktioniert hat und wir noch nicht geschieden sind, haben wir gesagt, ja, okay, wir machen mit dem zweiten Band weiter. Also Genau. im Januar wollten wir, Ja, Februar wollten wir damit anfangen. Also uns genau. ist jetzt noch eine Sache dazwischen gekommen, also vermutlich wird es eher so 2. Quartal, bis wir dann wirklich richtig in die Planung dann einsteigen können, aber so zwischendrin beim Spazierengehen oder so haben wir auch öfter schon mal Ideen ausgetauscht, wie es denn weitergehen könnte. So ein klein wenig spoilern können wir ja schon mal. Also die Idee ist einfach herzugehen und zu sagen, okay, die Welt ist ja jetzt am Ende doch sehr dystopisch und man ist in einem extrem sozialistischen System angekommen. Und die Rahmenhandlung soll sich dann einfach in ein Umfeld bewegen, wo man sich einfach wieder in eine Richtung von mehr Freiheit hin bewegt. Und da eben dann die entsprechende Story einzubetten, wäre so die Kernidee, die wir haben mit der Fortsetzung. Interessant. Gibt's denn, habt ihr so ein Gefühl, könnte das Buch mal verfilmt werden oder eher doch nicht? Das ist lustig, dass du das jetzt ansprichst. Das ist nämlich das, was uns dazwischen gekommen ist. Es gibt tatsächlich jemand, der meinte, er sieht da Potenzial für einen Film, aber da bräuchte man ein Treatment dafür, um einfach mal zu gucken, einen Produzenten zu finden, gegebenenfalls eine Filmförderung oder Ähnliches zu bekommen. Wir schreiben gerade so ein Treatment. Das hat uns eben die Zeit gekostet und wir haben eben gemerkt, wenn man dann über filmische Szenen nachdenkt, ist es doch nochmal ganz anders, als wenn man es in einem Buch beschreibt. Und wir sind jetzt eben gerade dabei, quasi das Buch nochmal zu verdichten auf welche Kernelemente stecken drin, welche müssen drin sein, wenn man es verfilmt und wie könnte denn ein möglicher Film aussehen. Spannend. Sehr Da ist ja spannend. dann der Weg zum Hörbuch auch nicht weit, ne, wenn man einmal so über sowas nachdenkt. Ne? Der Weg zum Hörbuch ist einfacher. Der ebnet sich, wenn genügend Leser das Buch gekauft haben, weil das scheitert einfach dann momentan an den Produktionskosten des Hörbuchs. Und da sind wir momentan leider noch nicht über die Schwelle drüber, dass wir bedenkenfrei mit dem Verlag sagen können, lasst uns ein Hörbuch produzieren. Verstehe. Weil die Schwierigkeit ist eben immer, bei einem Fachbuch ist es gar nicht so wichtig, wer das spricht. Das hört man sich einfach so an, aber bei einem Hörbuch ist es extrem wichtig, dass man wirklich einen sehr guten Sprecher hat. So viele gibt's da gar nicht und die wirklich gut sind, die wissen, dass sie gut sind und die haben entsprechende Stundensätze. Verstehe. Naja, macht Sinn.
Ja, wer wäre denn jetzt in der Filmversion hier euer Favorit oder Favoritin für die Rolle der Laura? Für die Laura. Also, ja. Also wir haben ja, als wir damals den Film Bad Banks, das war ja so eine, ich glaube Netflix, das war nicht Netflix, Arte, von Arte war das eine Produktion. Genau. Und die hatte ich so als Charaktere immer im Hintergrund. Für die Katharina, für die Laura, ehrlich gesagt, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Da müsste ich mal in mich gehen. Weiß ich nicht. Laura war zwar immer so der Charakter, der mir so am nächsten ist, weil sie ja auch irgendwie so ganz unbedarft erstmal rangeht und dann irgendwie aber doch mitten reinkommt. Aber da hätte ich momentan ehrlich gesagt keine Favoritin. Ja, also ich mache einen Vorschlag. Wir lassen einfach unsere Zuschauer und Zuhörer mal drüber abstimmen. Ne? Und wir werden das an euch weiterleiten. Also liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn ihr das Buch gelesen habt, ansonsten müsst ihr natürlich erst lesen, bevor ihr jetzt hier einen Kommentar reinschreibt, oder? Also macht doch mal Vorschläge, an wen sollte man rantreten? Für den Marc, für die Katharina und für die Laura, ne? Sind also die wichtigsten Rollen, oder wer auch immer noch jemanden da reinbringen will in den Film, soll es einfach mal in die Kommentare schreiben. Ne? Bin ich sehr gespannt. Ich auch. Schön. Ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank. Hat uns wirklich viel Freude gemacht, euch zuzuhören. Danke ebenfalls für die Einladung. Ja, vielen Dank. Habt ihr am Ende noch irgendwas, was ihr unseren Zuschauern und Zuhörern sagen wollt, mit auf den Weg geben wollt, die jetzt hier noch dabei sind? Also so als prinzipielle Aussage, alles kritisch hinterfragen, nichts glauben und zweites, unser Buch ist das perfekte Weihnachtsgeschenk, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Wollte ich auch gerade sagen. Alles klar. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Sehr schön. Also dann, ich sag mal noch eine Sache dazu. Es ist ein dystopisches Buch, aber ihr seid so fröhlich noch. Also das muss man auch sagen. Also man braucht jetzt keine Angst haben vor dem Buch, auch wenn es ein dystopisches Buch ist. Man hat noch genügend Energie. Also war wirklich sehr schön mit euch zu sprechen. Bleibt fröhlich und wir sehen uns wieder. Vielen Dank für eure Zeit und bis bald. Dankeschön. Danke. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.